Das Lauteraarhorn, einer der abgelegensten 4000er der Alpen. Wie eine Burg thront er dominant in der Ferne, wenn man vom Grimselpass den Blick nach Westen schweifen lässt. So nah und doch so fern könnte treffender nicht sein. Eine Besteigung hatte ich fürs Frühjahr 2020 mit Ski über das Südcouloir ins Auge gefasst. Mit dem Coronavirus und den damit verbundenen vielen Unsicherheiten kam es nicht zu einem Versuch. Dass ich stattdessen den Berg als Tagestour von Grindelwald in Angriff nehmen würde, hätte ich nicht im Traum gedacht. Aber alles der Reihe nach. Es ist September geworden. Der Herbst naht mit großen Schritten und läutet das Ende einer langen und für mich sehr erfolgreichen Hochtourensaison ein. Nach einer kurzzeitigen Kaltfront mit Neuschnee im Hochgebirge scheint es nochmals ein letztes Fenster zu geben, um einen der 4000er zu besteigen. Erst hatte ich an die Spaghetti-Tour gedacht, jedoch würden dort die Verhältnisse suboptimal sein und das Wetter war etwas unsicher. Mit Damian konnte ich mich schnell auf die Traverse von Schreck und Lauteraarhorn einigen. Je nachdem, wie schnell wir sein würden, müssten wir dann gegebenenfalls umdisponieren und eben nur einen der beiden Berge besteigen. Mit Start in Grindelwald würde die Tour auch so fordernd genug sein und einen gelungenen Saisonabschluss bilden. Am Donnerstagnachmittag mache ich mich auf den Weg ins Berner Oberland und sammle auf dem Weg nach Grindelwald Damian ein. Da wir den Start für 2 Uhr morgens terminiert haben, wollen wir so nah wie möglich am Ausgangsort nächtigen und nach 500 Gramm Nudeln zu zweit und einem letzten Materialcheck fallen wir gegen 8:30 bereits beide ins Bett. Morgen. Jetzt früh zum Aufstehen. Ah, deutlich, ja. Was haben wir aber für eine Zeit? Nicht einmal 2. Kannst du mir Halb mal 2 sagen, jetzt. kannst du mir mal sagen, warum man sowas freiwillig macht? Was soll wir halt überhaupt machen? Auf die Schreckhornhütte wandern. Oh, Nachher mit da hinten über den Gletscher, auf Schreckhorn. Nachher ein gemütlicher Spaziergang aufs Lauteraarhorn. ah, okay. So streng, oder? Viel streng. Nein, gemütlich, oder? 16 Gemütlich. Stunden mindestens wahrscheinlich heute. Eben, gemütlich. Aha. Der Weg zur Schreckhornhütte ist lang. Wie lang, würde mir erst beim Abstieg bewusst werden. In der dank Leermond stockdusteren Nacht schreiten wir in Trance nach oben und erreichen die Hütte nach 3 Stunden. Hier biegen wir rechts auf den Gletscher hinab und nachdem wir ein paar Spalten übersprungen haben, folgen wir dem markierten Weg nach links hinauf zum Berg. Super schöne Morgenstimmung hier. Eiger und Mönch und dann das Vierscherhorn und das Finsteraarhorn. Schön. Den Berg erreichen wir erst nach über 4,5 Stunden und in diesem Tempo ist für uns beide klar, dass die Traverse keinen Sinn ergibt. Da keiner von uns bisher auf dem Lauteraarhorn gewesen war, fiel die Wahl relativ einfach und nach dem Wechsel auf Bergschuhe ziehen wir hinauf Richtung Straleckpass. She says it's giving her pleasure to be near me. She only tells, never shows. She's
Vom Strahleckpass zieht eine gute Spur hinauf zum P 3411, der den Beginn des Südwestgrates zum Lauteraarhorn markiert. Nachdem wir Helm, Seil und Gurt montiert haben, klettern wir den ersten Abschnitt in festem Fels entweder der Gratschneide entlang oder umgehen den Grat in guter Spur auf dessen Westseite. Das Ambiente ist wild und man wägt sich fast in einem fernen Land. Am Ende des ersten Teils des Grates erreicht man eine kleine Scharte. Bei dieser gilt es, ziemlich direkt nach rechts zu klettern und in steiler, aber einfacher Kletterei sieht man Sicherungsstangen, welche den korrekten Weg weisen. Nach rechts aufsteigend gelangt man dann zurück zur Gratschneide. Hier auf 3800 Metern, 200 Höhenmeter. Da sind wir hochgekommen. Und ja, eine Kraxerei. Schneesattel, 3800 Meter. Jetzt gehen wir nach rechts. Gehen wir hier da Südwand rein. Das sind da 3 Sporne. Für mich ist das der erste. Das ist der zweite und das ist der hinten, der dritte. Und dann schauen wir, dass wir da zum Gipfel aufgekommen. So. Flache Wegspur. Hier schön stabilisieren. So, geht's das Couloir hoch, schön steinschlägrig, schön aufpassen, oder? Ja. Oben der Gipfel, ah, geil. Oh, Wahnsinn. Oh. Gipfel. Ja.
Gipfel. One day soon, we got this. One day soon, one day soon, one day soon, one day soon. Ja, Gipfel. Hoch. Ah, ist so anstrengend. Ey, geil. So schön. Ich wollte so lange da auf. Also du siehst schon, das ist weit. Der Grad. Lange Sache. Aha. Super. Yes. Ah, der Tag wird das rückt mir lang. Ja, auf jeden Fall. Lauteraarhorn, hinter mir Schreckhorn. In den Wolken wäre da noch das Finsteraarhorn. Da zeige ich euch noch einen anderen Film. Ja, und Damian? Ja. Geil. Geil, 4000er Nummer 46. Voll geil. Jetzt fehlen mir nur noch 2 von den Uhren. Ja, die wär's da noch heute, ne? Ja. Wir gehen jetzt mal wieder runter, ha? Zeit wird's. Lustig. Ja. Super Stau. Zurück, Schraubengang. Hier. Bisschen unübersichtlich, alles brüchig, aber geht schon. So, hier am Beginn der Stangen, lockere Kraxelei. Wir sind von da gekommen, so rübergezogen ins den Grat. 2., 3. Grad zum Abklettern. Ich glaube, hier fangen die Stangen an. Höhe 3784 Meter. Steht hier auf der Uhr, glaube ich. Genau gepasst. Ja, da geht es jetzt runter. Dorthin und dann den Grat entlang zurück zum Strahleckpass. Eigermönch und Jungfrau. Ah, immer wieder schön.
Oh, danke sehr. Ah. So. Turnschuhe! Turnschuhe! Nein. Doch, fast, da unten. Such! Such! So, jetzt sind wir hier da an den Biwakplätzen. Oben der Strahleckpass, Schreckhorn, Lauteraarhorn. Und wir gehen jetzt mal runter Richtung Hütte. Nochmal kurz auf den Gletscher. Andere Schuhe haben wir auch angezogen. Na dann, bis später. Sind wir am Mond gelandet, gell? Du bist ein Spaßvogel. Hui. Hey, ist das schön. Total. Juhu. Da ist auch kein Sport. Das ist ja lustig. Oh. Der war aber groß. Sehr gut. Oh, jetzt hoch da eine Schreckhorn hin. Genau. Und dann noch oben. Gell, schön ist hier, aber es ist einfach, gell, ist, eher lang. Was haben wir da schon? 23 Kilometer und kein Ende in Sicht. Aber jetzt gibt es noch mal ein bisschen einen Gegenanstieg, damit ein bisschen, gell, damit die Wadeln auch was tun halt. Ja, wir stellen fest, es ist ein bisschen anstrengend bergauflaufen. Was nicht? Mittwoch, dann machen wir nochmal 500 Meter mehr. Unbedingt. 4000 haben. Genau. Also ich finde es anstrengend, egal was der Damian sagt. Ist auch okay. Was 3500 Höhenmeter bei Damian auslösen. So, wir haben es geschafft. Schlanke 16 Stunden. Aber ein wunderbarer Tag, wunderschöne Tour, wirklich auch die Hütte, lohnt sich dort vorbeizuschauen. Dieses Tal dort hinten, unglaublich schön, eines der schönsten Täler, was ich gesehen habe in der Schweiz. Wirklich Top-Empfehlung. Bilder seht ihr auf meinem Instagram-Channel, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, gerne mal vorbeischauen und wenn es euch gefällt, gerne auch followen, ja, folgen und ja. Ansonsten ziemlich lange Tour, 3.500 Höhenmeter, 28 Kilometer. Ja, aber trotzdem sehr, sehr cool und wahrscheinlich eine der schönsten Gegenden der Schweiz. Oder was sagst du dazu, Damian? Sehr coole Tour gewesen. Ja, aber auch streng. Ja, ich glaube wir haben uns das Bier verdient. Sage jetzt einfach mal so. Merci fürs Zuschauen. Die Produkte findet ihr unten in der Infobox, die ich verwendet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterhin coolen Content sehen wollt, Bergsport, Fotografie, alles Mögliche, dann ist jetzt der Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren.
Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked